Guten Tag, ich bin Thomas Neubert vom Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik. Ich koordiniere die Joint Research Group Nachhaltige Material- und Oberflächensysteme hier an der Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg. Fahrzeuge werden technologisch immer komplexer, die hierbei verwendeten Materialien aber oft nicht nachhaltiger. Insbesondere Interieur- und Exterieurelemente sind heute häufig durch eine Vielzahl an verwendeten Materialien und Technologien geprägt. Dies macht sie schwer trennbar, kaum reparierbar und oft nur noch downcyclebar. Besonders funktionalisierte Oberflächen, welche zum Beispiel für die Kratzfestigkeit oder Schmutzabweisung sorgen, verhindern Recycling oft, statt es zu ermöglichen. Unsere Vision ist es, hochfunktionale Oberflächen so zu gestalten, dass sie nicht das Ende, sondern den Anfang eines neuen Lebenszyklus markieren. Funktion und Rezyklierfähigkeit dürfen kein Widerspruch mehr sein. Ein zentraler Ansatz unserer Arbeit ist die Übertragung von Oberflächenfunktionen auf spritzgegossene Polymerbauteile durch das Hinterspritzen beschichteter Folien, Textilien oder Holzfurniere. Dadurch können gezielt Eigenschaften integriert werden, die optische und haptische Aufwertung, Hydrophobie und Schmutzabweisung, Easy-to-Clean-Effekte, Medien- und Kratzbeständigkeit oder die Bonding-on-Demand-Eigenschaften. Der entscheidende Unterschied zu anderen Ansätzen: Wir denken diese Funktionalisierung von Anfang an so, dass sie recyclinggerecht integrierbar bleiben. Im Fokus steht dabei die systematische Untersuchung der Rezyklierbarkeit über mehrere Lebenszyklen. Wir analysieren verschiedene Recyclingpfade und bewerten deren Nachhaltigkeit mit dem Ziel, Downcycling zu vermeiden und echte Sekundärstoffkreisläufe zu ermöglichen. Damit verbinden wir Materialentwicklung, Prozessgestaltung und Lifecycle Engineering in einem integrierten Ansatz. Zu den bisher untersuchten Recyclingpfaden am Beispiel von hinterspritzten Holzfurnier verweise ich nun an meine Kollegin Mareike Thielender von der Ostfalia. Mein Name ist Mareike Thielender und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Recycling der Ostfalia. Wenn wir über Rezyklierbarkeit und Kreislauffähigkeit sprechen, wird es besonders interessant, wenn hybride Materialien wie beschichtete Kunststoffbauteile, zum Beispiel hinterspritztes und funktionalisiertes Holzfurnier betrachtet werden. Im Prinzip würde ein solcher Verbund rezykliert werden, indem Beschichtung und Trägermaterial voneinander getrennt werden, um das Trägermaterial sortenrein in den Kreislauf zurückführen zu können. Ist eine Trennung des Verbundes technisch zu herausfordernd oder einfach zu teuer, wird das Bauteil nicht rezykliert. Ein alternativer Ansatz ist es also, Kosten und Aufwand zu sparen, indem Trägermaterial und Beschichtung als Verbund rezykliert werden, ohne sie vorher zu trennen. Dabei entsteht ein gemischtes Schreddergut, welches anschließend wieder zu einem Holz-Kunststoff-Verbund verspritzt werden kann. Dadurch werden die Materialeigenschaften des Rezyklats nicht nur durch den Recyclingprozess selbst, sondern zusätzlich durch die Beschichtung beeinflusst. Geht man außerdem davon aus, dass dieser Prozess über mehrere Zyklen hinweg wiederholt wird, um eine Kreislaufführung zu erreichen, akkumuliert sich immer mehr Beschichtungsanteil im Rezyklat, sodass dessen Einfluss auf das Materialverhalten steigt. Je nach Oberflächentechnologie kann der Einfluss auf die Rezyklateigenschaften positiv oder negativ sein und beeinflusst so die Umweltwirkung des Produkts. Die Umweltwirkungen werden dabei durch Ökobilanzen ermittelt. Hallo, mein Name ist Felix Wanielik und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkzeug-, Maschinen- und Fertigungstechnik der TU Braunschweig und stelle unsere Inhalte und die Inhalte des Instituts für Konstruktionstechnik vor. Bei der Ökobilanz handelt es sich um eine genormte Methodik zur umfassenden Bewertung der Umweltwirkung eines Produkts über den gesamten Produktlebenszyklus. Recht bekannt ist hier zum Beispiel der Carbon Footprint, der ebenfalls auf dieser Methodik basiert und im Projekt neben anderen Umweltwirkungen für die unterschiedlichen Materialien und Technologien ermittelt wird. Die Ermittlung der Umweltwirkung ist dabei ein wichtiger Teil des Lifecycle Engineerings, bei welchem Produkte basierend auf Umweltwirkung und Kosten optimiert werden. Hierbei sind interessante Herausforderungen im Projekt zum Beispiel die Sicherstellung der Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Oberflächentechnologien und Funktionen, der Umgang mit biogenem CO2, beispielsweise im Holz, oder die Veränderung von möglichen Pfaden am Ende des Lebenszyklus durch die Oberflächenbehandlung, die das Recycling verschlechtern oder idealerweise verbessern können und damit großen Einfluss auf die Umweltwirkung des Produkts haben. Das Erstellen der Ökobilanzen wird durch einen KI-Chatbot unterstützt, der auf Basis von Ökobilanznormen, Guidelines oder weiteren Regelwerken relevante Informationen zum allgemeinen Vorgehen, benötigten Daten oder sektorspezifischen Regeln schnell zur Verfügung stellen kann. Neben dem Chatbot als digitale Unterstützung werden im Projekt außerdem die zum Teil abstrakten Inhalte und Technologien, die gemeinsam erarbeitet wurden, in einem Virtual Reality Demonstrator dargestellt. Beim Virtual Reality Modell handelt es sich um ein Shuttle der Zukunft, das die wichtigsten Informationen zu den erforschten Oberflächensystemen und Materialien leicht nachvollziehbar visuell darstellt.
In Kombination mit den physischen Demonstratoren kann hierdurch das Verständnis für die Material- und Oberflächentechnologien erhöht werden und es kann aufgezeigt werden, in welchen Anwendungen Potenzial für die verschiedenen Technologien besteht. Hier an der OHLF forschen wir gemeinsam mit verschiedenen Institutionen unter einem Dach an der nachhaltigen Mobilität von morgen. Wenn Sie mehr dazu oder zu nachhaltigen Material- und Oberflächensystemen erfahren möchten, melden Sie sich bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.